sagen, guten Morgen zusammen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, mir geht's soweit auch ganz gut. Und ja, wie ihr seht, spielen wir jetzt weiter mit Sherlock Holmes. Aber morgen wird es auf jeden Fall wieder diesen Bahamouts Fluch 5 geben. Das Spiel hat sehr Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und ja. Gut, das ist ein bisschen zu hell, glaube ich. Ja. Naja. Gut, dann würde ich sagen, starten wir in das Spiel rein. Ich habe meinen Controller mal am Aufladen. Kurz Kabel. Oh, geht das so? Ja. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal. Ich hole noch kurz ein Kissen, ist dann besser bequemer. Sitze ich dann ein bisschen höher. Ich bin froh, wenn die Woche mal ein Stuhl kommt. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal. Was ist das denn? Ja, ich lasse einfach so. Okay. Ja, Schluss. Fortfahren? Ach stimmt, wir waren ja bei dem Fall 5 stehen geblieben. Das Drama von Kew Gardens. Soweit ich mir notiert habe. Gut, rausfahren. Ja, wir sind ja noch hier bei ihm zu Hause. Kann man mit ihm reden? Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Workers, okay. A Karte map of London and the surrounding area. Achso, It could be okay. useful. Ja, okay. This is where Ich guck mal kurz bei meinem Infoblatt. Nee, Moment. Hier. Finden Sie die Pflanze, die nach der letzten Ausstellung in Kew Gardens gestohlen wurde. Okay. Danach sollen wir suchen. Wo fliegen hier so viele Fliegen rum? Oh dear, Toby. I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. Okay, dann gehen wir mal zur Newgarden, würde ich sagen. Oh, ich drücke immer die falsche Taste heute. Okay. Let's go. Ja, so ein bisschen heller wieder. Gut, fortfahren. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. Okay.
Schauen wir uns mal hier. Oh, Don't Sekunde. touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favor for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Meine Haare heute. Bad Hair Day, würde ich sagen. Here it is. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The two of you were good friends? He was my father. Oh dear. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house. Holmes? Yes, just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack. Just like that. So suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. Okay. Den Todesort von Mangodun. Okay. Was ist das Hinweisschild? Do not touch. Okay, nicht anfassen. Was haben wir hier? Können wir hier rein? Sehr gut. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Ah, okay. Oh, was ist das hier? Seerosen-Hausparameter. According to this, they have light and moisture. Achso, das ist dasselbe. Dasselbe wie vorhin. Oh, okay. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Okay, wir sollen jetzt das innere Auge machen. Warte, schauen wir mal. Hier ist was, guck mal. Beschädigte The door Türfläche was smashed at shoulder height. und Griff. This door handle is new. It was recently changed. Okay. Haben wir schon mal was gefunden? Oh, Moment. Hier ist noch was. Beschädigtes Türschloss. The ensconson was breached near the handle. The door was forced from the inside of the Colonial Collection Room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the Colonial Collection Room.
Okay, gibt's hier noch was? Hier auf dem Boden. Scheiben, Fußspuren. Dünne schwarze The Spuren. traces are thinner in some places. Hier war doch noch irgendwas, oder? Große schwarze Spuren. These boot marks are... The footprints reveal that someone staggered here. Ah, okay. Noch weiter. Scherben. Blumenerde. Soil. It should have come from a flower pot. Ist auch noch Blumenerde. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Zerbrochene Fragments Topf. of a flower pot. It fell down here. Okay. Weiter. Moment, stopp. Hier oben. Hier oben. Das war, glaube ich, so einer This gewesen. pot was broken fairly recently. Ach so. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. Gut, schauen wir uns hier weiter um. Vielleicht untersuchen. These trees, with their roots in water, must originate from Louisiana. Ah, yes, the bayou. I remember our visit. Pflanzenliste. Here is a list of the stolen plants. Achtung, Watson. Stop. Okay. Was ist das hier? Water Rosen. lily greenhouse. Okay. Ich hoffe, wir haben jetzt alles hier drin, ne? Was gibt... Ah, hier gibt es auch noch ein Haus. Okay. Hier ist was. Oder? Kann man das untersuchen? Schade. Boah, diese Steuerung heute, ich krieg das halt nicht hin. Töpfe. These flower pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition purposes. Okay. Zurück. Okay, hier gibt es nicht mehr zu sehen. Dann gehen wir hier in die Tür rein. Wo sind wir jetzt hier? Ach, immer falsche Richtung hier heute. Genau. Blumen, was haben die hier? Dry Wüstenhaus. tropics. Ach so, das Schild angezeigt, na toll. Hier gibt's auch nichts. Warte, Watson. Okay, hier gibt's auch nichts Bestimmtes. Dann nächste Tür. Jetzt sind wir hier draußen. Okay. There is a smell of burning. Oh, hier brennt irgendwas. Wollt ihr mal ein Lagerfeuer machen oder was? Was haben wir hier? Zerbrochener Topf. Sind das nicht die Scherben von diesem Topf gewesen? Soweit ich weiß. The symbol Symbol. is not from Kew Gardens. Was haben wir hier noch? Door Türgriff. handle. Why would anyone throw such a thing in the fire? Er wollte die The door handle to Beweise the colonial verbrennen, collection hm? and that of the fireplace are made of the same material. Ja, Beweise verbrennen, toll, gell? Bilderrahmen. The remains of a picture frame. Okay, was haben wir hier noch? Halb verbrannter A Besen. broom handle was half burned. Was haben wir hier? Pflanzenüberreste. The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. Schutzmaske. A protective mask. Okay, gibt's nichts Besonderes. Ja,
habe ich ja Besen. Das habe ich. Okay. Was haben wir hier? Ein Rasenmäher, den brauchen wir nicht. Was machst du denn was zum Dancen? Was haben wir hier vorne noch? Auch noch Blumentöpfe. Okay, wir können die nicht. Oder können wir hier weiter? Ne. Okay. Dann gehen wir wieder auf die. Man kann ja nicht über die Wiese laufen. Bin ich jetzt komplett hier außen drum oder wie? Oh je. Gehen wir hier auf die Karte. Karte von Q-Kartens. Sorry. Was haben wir hier? Bürogebäude. Office, cloakroom and laboratory. Anzuchthaus. Nursery. Kolonienhaus. Colonial collection. Seerosenhaus. Water lily greenhouse. Wüstenhaus, oder? Ja. Dry tropics. Belüftungssystem. Ventilation system. Und Saathaus. Seed house. Soll ich jetzt alle angucken? Nursery. A map of Kew Gardens. So, habe ich jetzt alles angeguckt. Ob die Karte uns was bringt, keine Ahnung. Schauen wir mal hier weiter. Geht auf, perfekt. Was haben wir hier? Antrieb der A ventilation Belüftungsanlage. system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Brauchen wir bestimmt irgendwas. Gegenstand von Interesse. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Gegenstand dafür, dass wir das dann benutzen können. Was haben wir hier? A Warentank. water tank. Ah, Wassertank. Sorry. Warentank. Wie komme ich da drauf? Oh Gott. Also heute bin ich auch nicht ganz da, glaube ich. Okay, wir brauchen auf jeden Fall was dafür. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die Suche nach dem Teil. Watson. Dieser Watson steht mir immer im Weg. Irgendwie. So, was ist das? Saathaus. Seed house. Gehen wir da rein? Hallo. Die Tür rein. Locked. Ach so, abgeschlossen. Okay. Also können wir da schon mal nicht rein. Schade. Können wir vielleicht von der hinteren Tür ein? Gibt's ja an? Okay. Wie es aussieht, haben wir jetzt alles untersucht, hm? Ich hoffe. Hier ist auch noch eine Tür. Locked. Auch zu. Oh, wie kommen wir jetzt da rein? Ich hab gar nicht. Okay, was habe ich hier? Haben wir diese Liste? Untersuchen Sie den Ort, an dem Montagu-Don gestorben ist. Untersuchen Sie das Kolonialhaus. Kolonialhaus. Wo ist das? Kolonialhaus. Ich gucke hier mal auf die Karte. Kolonialhaus. Farmhaus. Anzucht. Bürogebäude. Palmhaus. Wüsten. Ist so warm heute. Bye. Schon, glaube ich, bei dem Klima dann. Wo ist dieses Koloniehaus? Kann ich vielleicht mit ihm noch mal reden? Was gibt's hier?
hier noch? Ne, der kann ich wieder zurück. Okay. Gibt's hier irgendwas? Locked. Ist ja alles zu. Warum? Hast du noch was zu sagen? Ja. Gut, ich tue ihn erstmal, glaube ich, analysieren. So, was ist das? Kurzsichtig, billige Brille. Was ist das hier? Dreckiger Kragen. Ist alles schmutzig. Unverheiratet. Hände eines Gärtners. Okay. Charakteranalyse. Okay. Dunn ist tot. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Türschlüssel. Would you unlock the doors for us? Do you expect to find the stolen plants there? I am sorry, but those rooms are private. Hast du was zum Verbergen? Thank you, ne? Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Achso, wir haben den Schlüssel jetzt bekommen, oder wie? Wer ist das eigentlich, diese Person hier? Martin Hamish. Martin Hamish ist unverheiratet. Hat die Hände eines Gärtners, dreckig und geschwollen. Er ist kurzsichtig, trägt eine Bifokalbrille und ist nicht... Oh Mann. Gerade gut aussehen. Hamish arbeitet so viel, dass er sein Äußeres vernachlässigt. Wahrscheinlich gibt es keine Frau in seinem Leben, die Dasein angenehmer machen würde. Er lebt alleine. Also alleinstehend anscheinend. Können wir jetzt hier rein? Locked. Hä? Haben wir jetzt keinen Schlüssel bekommen? Oder kommen wir jetzt bei einem anderen rein? Ich hoffe, wir müssen mal irgendwo rein, dass wir hier alles nachschauen können. Ich brauche mehr Hinweise. War das hier, wo das so war? Locked. Hä? Haben wir jetzt gerade keinen Schlüssel bekommen? Locked. Okay. Was können wir hier noch durchsuchen? Ich habe jetzt alles soweit, glaube ich, durchsucht gehabt. Haben wir hier was für bekommen? Ich will aber auch noch einen A Gegenstand. ventilation. Hey, wir können ja nicht in die Räume rein. Ach je. Was war hier noch? Wassertank. Wir haben, glaube ich, nichts bekommen noch. Jetzt wisst ihr, wo dieses Koloniehaus ist. Wir kommen ja sonst nirgends so mal rein. Habe ich hier irgendwas noch übersehen? Am Feuer. Das habe ich ja, das auch. Die Pflanze habe ich auch. Schutzmaske. Bild haben. Nö, nichts Bestimmtes, okay. Hey, 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 hey. Ja. Schön, dass du vorbeischauen tust. Ich habe gesehen, du hast, glaube ich, gestern auch gezockt, ne? Call of Duty war das? Ich weiß nicht mehr genau. Ich war nur ganz kurz drin, ne? Oh Mann. Ich finde hier nicht, was ich suche. Kann man so sagen. Oh Gott. According to this, they have light and moisture control in some Okay, dann parts habe of ich the es doch richtig building. gesehen. Perfekt.
Oh, habe ich den Raum jetzt gefunden? Okay, was haben wir hier? Beschädigte This Tafel. sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Nee, war ich doch schon. Fußspuren hatten wir. I don't know. Warte mal, hier ist irgendeine Ausstellung. The Aufbau. plants were here. All of them were stolen. Do not. Nichts berührt. Okay, gut, mach das, aber vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Sehr nett von dir. According to this, they have light and moisture control in some parts of the Bis zum building. nächsten Mal. Was sagst du euch dazu, wenn Kerle, Frauen Sachen... Also bei meiner Schwester zum Beispiel, die trägt auch Männerpullis, weil sie ist ja sehr groß und die trägt ja auch Männerschuhe, kann man sagen, ja. Also ich finde dabei nichts Schlimmes. Also es gibt ja auch Sachen, die sind Unisex, also kann Frauen und Männer tragen, also ist nichts dabei, finde ich. Also ich hätte kein Problem damit. Ja. Locked. Ja, meine Schwester ist halt ein bisschen größer und sie muss dann halt, Locked. ja, bei Männerschuh gucken. Also schlimm ist es jetzt nicht. Manche tragen ja auch von dem Freund Hoodies oder so, also. Oder Hemden. Oh Locked. Mann, wo muss ich hin? Der hat mir immer noch nicht die Schlüssel. Der hat mir die Schlüssel gar nicht gegeben hier, oder wie? Oh Gott. Hast du noch was zu sagen? Nein, Just be careful with the plants during your inspection. ja, ich passe auf die Pflanzen auf. Keine Sorge. Strampel jetzt ja alles kaputt. Ah, schau mal Can I help you, an. gentlemen? Ich hab's gefunden. Cool. Bisschen also rumirren und man findet dann den Raum. Perfekt. Ich hoffe, oder? Was haben wir hier? Moment. Stopp. Was haben wir A hier? task list for Albert, compiled by Martin Hamish. Sweep out the palm house, scrub the toilets, clean the storage shed tools. Okay, untersuchen. Was gibt's denn noch? Ne, sonst nichts Bestimmtes. Okay. Gut, was haben wir hier noch? Kann man mit ihm reden? Gut, dann machen wir aber erstmal eine Analyse bei ihm. Und ein bisschen was herausfinden von ihm. Gut. Gerötete Augen, hat vor kurzem tief traurig. Okay, ist tief traurig. Was hat er noch? Beim Rasieren geschnitten. Saubere Hände. Okay. Gut, arbeiten Sie hier? Do you work here? Yes, but part-time only. I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then. That is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Thank you, Okay. young man. We shall see you again soon. Okay, wer ist die Person? Albert Donnet.
Aber Tony ist ein nervöser und ängstlicher junger Mann, wenn man nach seinen abgekauten Fingernägeln nach ihm urteilt. Er hat sehr viel Reinigungsmittel benutzt, um sich die Hände zu säubern, was keine gute Idee ist, da er mit Pflanzen und Blumenerde hantiert. Seine Augen sind rot. Offenbar hat er vor nicht allzu langer Zeit sehr viel geweint. Nach seinem Alter kann man schließen, dass er noch an der Universität ist. Ist ein gut aussehender Bursche, unverheiratet und wohnt vermutlich noch bei seiner Mutter. Okay, soweit wir hier wissen. Palmhaus. Ah, hier ist auch noch was. Was haben wir hier? Nichts Besonderes hier. Nö. Können wir hier noch durch? Okay, jetzt sind wir wieder hier draußen. Ja, da waren wir auch schon. Okay, was tun wir jetzt? Können wir vielleicht irgendwas schon zusammen? Keine Hinweise, was? Okay, noch nichts Bestimmtes hier. Oh Gott. Man muss echt ewig hier suchen manchmal, dass man hier irgendwas finden tut. Naja. So ist das nun mal, ne? Ich komme ja sonst nirgendwo rein. Ja, ist ja sowieso immer noch zu. Was ist das eigentlich für ein Haus? Saathaus. Ja, hier können wir durch. Toll. Gute Frage. Good question. Heute wird es etwas ein kürzerer Stream werden, weil ich habe leider später noch einen Termin. Deswegen wird es heute ein Kurzstream werden, kann man sagen. Aber dafür bin ich auf jeden Fall morgen auch wieder da. Ab 11 Uhr. Morgen spielen wir ja bei Homers Fluch wieder weiter. Ah, hier kommen wir zurück. Ich möchte gerne rückwärts anschauen. Just be careful. Ja, aber da gibt uns nicht die Schlüssel. Locked. Hier ist alles zu. Ich verstehe das nicht. Wo soll ich denn hier noch suchen? Hier ist ja wie so Irrgarten. Locked. Was ist hier? Moment. Oh Gott. Watson. Hier ist alles locked. Locked. Ich habe jetzt alles soweit, denke ich, untersucht, aber irgendwie... Ich verstehe das nicht. Excuse me, but I have to tidy up this room. Ja, alles gut. Lass dich nicht stören. Palmhaus. Hier gibt's nichts. Kann man hier hoch? What should we do next, Holmes?
Ja, das ist meine große Frage, was wir als nächstes tun müssen. Weil das Problem ist, ich finde nicht, wo ich hin muss. A task list for Albert, compiled by Martin Hamish. Sweep out the palm house, scrub the toilets. Ich war ja schon Palm im house. Palmhaus war ich ja schon, aber hier kann man nichts untersuchen irgendwie. Hier gibt es nichts, was jetzt so Bestimmtes sein soll. According to this, they have light and moisture control and Ach so, ja, das haben wir schon öfters gelesen. Hier waren wir ja auch schon. Habe ich hier irgendwas... Moment, habe ich das schon? Ja. Habe ich hier irgendwas Bestimmtes vergessen zu schauen? Was steht denn hier? Die Pflanzenliste. Die gestohlen wurden, aber... Das bringt mir da auch nichts. Ich kann ja nicht mal die Pflanzen angucken, welche fehlen. Kann man hier irgendwas Bestimmtes schauen? very strange. Half of the colonial collection is absent. Hier kann man... Ich bin die ganze Zeit vorbeigelaufen. Oh nein. Okay, egal. Okay, wir sollen das innere Auge jetzt benutzen. Was haben wir hier unten? The Putzmittel. smell is strong. It is a detergent. Dann haben wir hier etwas auf den Boden. These windows were perfectly Splitter. cleaned. Steinsplitter. Pro This Stelle. broken fragment was the result of a heavy blow. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. Das Koloniehaus untersuchen abgeschlossen. Okay, sehr gut. Aber wir können ja noch hier, glaube ich, was untersuchen, oder? Ich will mich trotzdem noch ein bisschen hier umschauen, weil... Okay. These plants come from all the territories of the British Empire. Ja, diese Pflanzen kenne ich auch. Ich glaube, die hier, die kenne ich noch von, wie hieß das? Obscure. Da gab es auch, glaube ich, so Pflanzen. Es war auch so ein Horrorspiel, so Obscure. Wer das noch kennt. Okay, dann haben wir es, glaube ich, jetzt. Wir What should we do next? sollten vielleicht nochmal mit den einen Herren und den anderen noch reden. Gucken, was die sagen. Ob ich den jetzt auch stören kann. According to this, they have light and Ich habe das noch nicht geklickt, aber egal. Okay, mal gucken, was er also. Hat er Zeit? Excuse me, but I have to tidy up this. Okay, du hast keine Zeit. Wo ist der andere her? Ich kann mir... Sind sie gesprächig? Just be careful with the plants during your inspection. Okay, was stand denn da eigentlich jetzt? Ein Marmorstück vom Boden des Koloniehauses. Der Form und Beschaffenheit nach zu urteilen ist vermutlich ein gebrochener Stein. Eine rüstete Skulptur. Ich gucke mal, ob ich zurückgehen kann, um... Vielleicht kann ich den Stein vielleicht noch ein bisschen besser untersuchen. Vielleicht. Wir fahren mal zurück zur Baker Street, würde ich sagen. Dann schauen wir uns das mal an, würde ich sagen. Okay.
Oh, warte mal, hier ist auch was. Nach seltener Pflanze Botanik suchen. Gut, dass ich nochmal zurückgefahren bin, sehr gut. Pflanze. Moment. Das ist der Pflanzen. Nee, Zeitung nicht. Forschung vielleicht. Gift und Toxine. Eine Beschusswunde. Nee, nicht Forschungszeichen und Symbole. Nee, wir brauchen irgendwas mit. Nee, hier ganz bestimmt nicht. Auf jeden Fall Kunst und Architektur. Ökonomie. Technik. Geschichte. Medizin. Botanik, okay. Hier ist was. Here it is. Was ist genau? Die folgenden 3 Pflanzen haben sich als tödlich für Menschen herausgestellt. Ja, wusste ich, weil die eine ist schon, glaube ich, wegen der Gifte kommen manchmal raus bei der einen. Die Voraussetzungen für die Giftwirkung sind allerdings recht kompliziert, denn dafür werden ein bestimmtes Dünnungsmittel, natürliche Stimulation und Nahrung benötigt. Raupen sollten in der Hinsicht funktionieren. Kriegen wir jetzt eine Raupe hin? Wir haben noch was. Okay, nach dem Symbol auf dem zerbrochenen Topf suchen. Ach so, okay. Symbol, Kühlgartenbild. Nein. Vielleicht Geschichte? Ägyptische Geschichte? That is not the one I need. Ne. Irgendwas mit göttlich. That is not the one I need. Dann doch nicht, oder? That is not the one I need. Botanik. Ja. Vielleicht hier nichts dabei, ha? Zeitung, ne, Forschungsberichte, vielleicht Chemie, ne? Gift und Toxine, ne? Zeichen und Symbole, göttliche Gesellschaft vielleicht. Ja, da haben wir schon mal was. The Divine Syndicate is not a supplier to Kew Gardens. Besides, there is no address here. Okay, was haben wir jetzt hier? Was ist hier? Tyvan, der Gottkönig, ist der Götter der göttlichen Gesellschaft. Müssen wir noch irgendwas untersuchen? Können wir vielleicht den Stein untersuchen? Nee, okay. Was war das denn jetzt? Jetzt habe ich ja alles. Was ist als nächstes? Haben wir irgendwelche Anhaltspunkte? Hier können wir was machen. Tödliche Pflanzen gestohlen, leergeräumtes Koloniehaus. Nö. Wäre auch zu schön gewesen, oder wenn es passen würde. Egal. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zurück wieder. Weil ich glaube, hier können wir nichts mehr machen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Notizbuch.
Dann sind wir dann mal da. Okay. Das war eine lange Reise. Können wir den Herrn noch mal an. Ups. Mein Lipstick. Egal. Gucken, ob er noch ansprechen kann. Ja, endlich. Die göttliche Gesellschaft. Are you aware of the Divine Syndicate? The Divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. Das ist ein Scherz. Ridiculous name. Anyway, Den wir also für I have Scherze never heard of machen. this syndicate. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Ja. Gucken, ob er noch was sagen kann. Ja. Die göttlichen Gesellschaft. Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. Thank you, young man. We shall see you again soon. Wir wissen ja gar nichts. Warum ruckelt das Spiel jetzt so? Ja. Können wir irgendwas der Bestimmtes noch untersuchen? Okay. Moment. Weg da. Wie kam ich nochmal zu dem einen Haus? Palm. Achso, ja, ich weiß wo. Bei der offenen Tür. Wow. Hier komme ich ja nicht weiter, aber... These plants come from... This is one of the outlets of the ventilation system. Soll ich das auflassen oder zulassen? Kann man das angucken? Kommen wir jetzt da rein. Hier ist Pfütze. These windows were perfectly cleaned. Huh. Ich habe keine Ahnung. Wo muss ich hin? Ja, die habe ich ja alle schon durch. So. Habe ich wieder irgendwas Bestimmtes übersehen? Das brennt ja immer noch. A water tank. Manchmal verirre ich mich hier immer.
Ist verschlossen wie immer. Locked. Ja. Watson, bitte. So war ich hier noch nicht. Die Büros sind auf jeden Fall zu. Das Rathaus ist auch zu. Belüftungssystem. Ventilation system. Dry tropics. Water lily greenhouse. Ich habe keine Ahnung. Hier ist alles zu. Nursery. Locked. Anzugrauch ist auch zu. Wo kriegen wir jetzt den Schlüssel her? Locked. Ist auch zu. Also man kommt nur ganz langsam voran, wie ich sehe irgendwie. Aber ist alles zu. Just be careful. Locked. Ach, Watson. Locked. Warum ist alles zu? Ich verstehe das nicht. Habe ich hier irgendwas übersehen? Okay, gehen wir nochmal zurück. Ich habe bestimmt irgendwas übersehen wieder. Das ist ja meistens so. Okay. Aber ich kann es nicht analysieren. Ich kann doch nicht da hochgucken. Ha. Verstehe ich nicht. Gibt's doch gar nichts.
sein. Okay, hier waren wir ja schon, aber irgendwie... Fragments of a flower pot. It fell down here. Oh Mann. Wo muss ich hin? Was muss ich tun? This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Blood. Ah, hier ist was. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Ah, okay. Eins. Zwei. Fehlt noch eins. Eins. Drei. Sequenz ansehen, machen wir mal. This reconstruction reveals a richtig, disturbing okay. fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? Okay. Das können wir dünner eingesperrt. Leergeräumt des Koloniehauses. Was haben wir hier? Autopsie durchführen. Führen Sie eine Autopsie an Montagu Dunners Leiche durch. Sein Tod ist verdächtig. Warum stieß er die Tür des Kolonialhauses gewaltsam auf? Warum wurde das Kolonialhaus zum Teil geräumt und gereinigt? War es eine Falle oder ein tragischer Unfall? Das ist echt eine gute Frage, ne? Dann würde ich sagen, dann gehen wir zum Scotland Yard, ja. Und untersuchen da mal die Leiche von dem Herrn, würde ich sagen. Und dann mal gucken, ne? Was kommt. Gut, fortfahren. I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zum Autopsieraum und untersuchen ihn mal. Wo war er nochmal? Ich glaube hier, oder? Ja. Ist ja auch noch jemand? Okay. First of all, let us carry out an external examination. Gesicht. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. Ja. Nase und Mund untersuchen. The air from the lungs carries a faint floral aroma. Okay. Augen. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. Okay. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination so that we can proceed with the autopsy.
Rechte Hand. No redness, stings or bruises. Andere Hand. Nothing suspicious here. Now, let us examine the internal organs. Okay. Jetzt können wir auch von innen gucken. The lungs are congested and edematous. Hier ist was Beschädiger. Was Beschädiger irgendwas. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. Herz. The heart's blood vessels show no pathological signs. Okay. Leber. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. Vielleicht war er besoffen und hat einen Unfall gebaut. Wer weiß. Magen. The stomach tissues show no visible pathological signs. Das haben wir alles durchsucht. The lungs are... The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. Das war's anscheinend schon. Ja, Herz war ja auch okay. War ja auch nichts Bestimmtes. The heart tissue shows no visible... Okay. Leber. The liver is in... The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. Okay, auch nix. Am Magen, kann man hier noch was gucken? The stomach tissues show no visible pathological signs. Okay. The stomach tissues show no visible... Okay. Okay, haben wir alles geschafft. Perfekt. Suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning. Ja, von den Pflanzen, die vergiftet You mean wurde. Yes, it is murder. we should inform Lestrade? Krass. Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here? Ja, for würde ich auch interrogation? sagen. Einen von den beiden. A few Nicht? innocuous Okay. questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now
to open the doors. Even those in the staff building. I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. Okay, wir machen nochmal ein Gedankenspiel. Also wir haben auf jeden Fall Don eingesperrt, Vergiftung. Don wurde vergiftet. Nachdem Montagu Don im Connolly-Haus eingeschlossen wurde, inhalierte er ein tödliches Pflanzengift. Tödliche Pflanze, Vergiftung. Diebstahl und Mord. Der oder die Mörder könnten diejenigen sein, die exotische Pflanzen inklusive der tödlichen nach der letzten Ausstellung in Kew Garden gestohlen haben. Okay. Dann gehen wir zurück und mal schauen, wo wir jetzt hin müssen. Finden Sie heraus, wer Don ermordet hat, untersuchen die Gebäude in Kew Garden, sammeln Sie Informationen über Morde. Okay, wahrscheinlich sollten wir wieder zurückgehen, oder sind jetzt hier ein Verhörungsraum drin? Sollen wir den, oder? Schauen wir mal, wie persönliche Gegend. Locked. Locked. Okay, ist kein Mensch, also das heißt, wir gehen. Okay, was ist hier? Warte mal. Gegenstände. Schau mal an. Eine Uhr. Was haben wir hier? Mitgliedsausweis. Das alles bestimmt von dem Toten. Stimmt. Das habe ich ganz vergessen zu schauen. Stopp. Mitgliedsausweis. A membership card for the London Crest Club. Haben wir hier a beautiful feather pen of a good make. Und ein Brief. An Mr. F. Wayne, Geschäftsführer der Druckerei Wayne & Sons. Werter Mr. Wayne, Ihre Plakate für die große Ausstellung im Kew Garden sind wundervoll geworden. Allerdings ist wohl nicht nötig, die gesamte Belegschaft zu erwähnen. Nur mein Name ist ausreichend. Montagu Dunn. Gut, haben wir es jetzt auch untersucht. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir fahren jetzt zurück wieder in Kew Garden. Und würde sagen, dann reden wir mit dem Herrn nochmal. Hier unten. Okay, fortsetzen, also fortfahren. Gut, dann reden wir mit ihm mal. So, was haben Sie zu sagen? Leergeräumtes Kolonialhaus. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Er ist mir irgendwie ein bisschen so nervös. I cannot be everywhere at once. Ja. Ich hab dich am Auge. Verhältnis zur Dunn, As deputy director, how is your relationship with Montague Dunn?
To be honest with you, okay. Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression. Great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. Erzähl gerne Geschichten, glaube ich. And chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. Dunn's Lebensstil. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say. He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That and... Wegen Alkohol. And he had der an eye Leber. for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Schlüssel. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before. And now, all of a sudden, he's trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. Albert Dunn. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was. Oh yes, he forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Okay. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed when he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. Margaret White. You mentioned a Miss White. Man mag Would ihn. you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And he... why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Tödliche Pflanzen. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Und was sind Thank die you, Mr. anderen Hamish. beiden? We shall continue our investigation. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal zu dem einen Herrn hier. Miss White. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. Ja, leergeräumtes Kolonialhaus. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah, at the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. Verhältnis zu ihrem Vater. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path. I have to manage Kew Gardens. And I can do it. I can be as good as any other who works here. Martin Hamish. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? That is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead.
But in actual fact, Mr. Hamish only has the honor of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Türschlüssel. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Thank you, young man. We shall see you again soon. Gut, jetzt können wir ein Gedankenspiel machen. Arbeitsambition, Vergiftung? Nee, tödliche Pflanzen? Nö. Tödliche Pflanzen. Okay, wir können nichts machen. Alright. Dann gehen wir in die Räume, wo wir nicht vorher rein konnten. Gott sei Dank können wir es jetzt. Gehen wir hier durch den Palmenraum wieder. According to this, they have light and moisture control in some part. Das habe ich zwar nicht gedrückt, aber egal. Lauf. Boah, mein Magen. Was geht denn ab hier? Dry tropics. Look, Holmes, this charming lady must be Miss White. She's entering the seed house. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. A book about ships. Nothing at all to do with plants. Materials for college study. They belong to Albert. This place serves as Albert's office. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you, too. But... Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case?
Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh yes, of course. I quite forgot about that. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic, and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Thank you, miss. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious.